Nicht lange labern, sondern mal starten. Yes! Springergabel. Nein, eben nicht. Webergabel. Handmade. Ich habe jetzt eine richtige Scheissfreude an diesem Ding. Heute bauen wir die Webergabel zusammen und passen sie im Rahmen an. Hier seht ihr die ganzen Komponenten, die wir brauchen. Das sind einmal die Röhrchen für das Seitenelement. Dann haben wir hier das Gabelrohr mit der unteren Aufnahme von der Schwingärmchen. Dann haben wir hier das neue Gabelrohr, Dickwandungsrohr als Original, innen ausgedreht, dass da die Lagerbüchsen perfekt einpassen. Die Lagerschrauben, die Lagerbüchsen, Präzisionsscheibli etc. Somit sind wir eigentlich parat. Wir können das ganze Zeug mal zusammenstellen. Ich habe jetzt hier bereits so einen Seitenarm. So ungefähr sollte das dann aussehen. Und ich nehme jetzt das als Grundlage, dass ich die Winkel schon mal einigermaßen habe. Und dann würde ich sagen, nicht lange labern, sondern mal starten. Den Bremsreiniger auf die Seite und sonst nicht so gut. He? Also, der Unterteil wäre mal draussen. Da oben warte ich jetzt noch mit dem Abschneiden, weil ich mache jetzt zuerst mal die Gabel daher und dann kann ich sie anheben mit dem Rad drin und dann sehe ich auch, wie muss ich da, in welchem Winkel muss ich das obere Rohr noch schneiden. Wenn man anfängt, einfach mal irgendwo etwas abflexen und dann kommt der Tag sicher gut. Also, da habe ich jetzt, wie ihr seht, mein Gabelrohr. Das ist ein Rohr mit 3 mm Wandstärke. Natürlich richtig geil, richtig stabil. Da habe ich angedreht, dass das genau auf die 30,3 auf die Swing-Lagersätze passt. Und die drücke ich jetzt hier mal rein. Das braucht ja nicht viel. Die muss man ja nicht eindrücken mit 100 Tonnen. So, jetzt haben wir hier mal eine gute Grundlage. Da ist klar, da kommen die Lager natürlich drin. Dann noch zu dem Teil kurz. Das sind CNC-gedrehte Teile. Dass man das für jede Gabel brauchen kann, haben wir das eben universell gemacht. Das heisst, man sieht da, es ist angesetzt. Oder? Das sind die Adapter, die ich ja auch mache für die Springergabeln. Wäre schön, wenn alle Lenkrohre gleich lang wären bei allen Töffeln, ist aber natürlich nicht der Fall. So, dann kommt da das Ganze drauf. Dann haben wir natürlich das Lenkkopflager. Das ist das, was nachher da trüllt wie verrückt. Das kommt dann da oben drauf. Und dann kommt oben dran die Gabelschaftmutter. So sieht das aus. Das kommt dann daher. Das wird, wie gesagt, nachher angeschweißt, sobald ich die Gabel dran habe, wegen dem Neigungswinkel. Und das probieren wir jetzt. He? Also, ich habe jetzt hier meine Leere quasi. Das heisst, die Linie da hinten muss gerade sein. Dass das einigermaßen stimmt. He? Das heisst, ich tue jetzt hier mal ganz leicht punkten. Gut. Das ist jetzt natürlich noch absolut nichts Stabiles, aber wir haben da mal so eine grobe Vorlage. Die Achse muss dann wieder rechtwinklig sein. Das heisst, das Teil hier, das wird nachher wieder in der Flucht zu dem, wird das wieder oben aufgeschweißt. Jetzt sehen wir, das Teil muss ich jetzt natürlich anpassen. Genau. Gerade. Jetzt wird es lustig, oder? Weil jetzt muss ich dort oben natürlich im gleichen Winkel einen Schlitz machen. Schauen wir mal schnell, wo wir etwa stehen mit dem Maß 20. Mal punkten. Mal zwei ganz feine Pünktchen. Sauber richten, das ist jetzt natürlich noch relativ wichtig, dass das stimmt. Oder, das ist immer schön mit den Tischkanten. So. Das heisst, ich schweiße jetzt die zwei Seiten, schweiße jetzt komplett zusammen. So, ich tue da hinten mal noch schnell ein bisschen abrunden, sonst hat dann der Filmfuzzi nämlich noch den Schweißdraht im Auge. Dann ist dann langsam ganz vorbei. Erklär das mal der Mobiliar. Liebe Mobiliar, wir waren am Filmen, ich war am Schweißen. Also,
Kommen wir sehr gut in den Bereich, den wir wollen. Dass das ein bisschen schön aussieht, tue ich dann da so ein bisschen dran herklopfen. So, jetzt habe ich das hier nach oben geklopft, wenn es schon so heiß ist natürlich. Und jetzt verschweiße ich es noch oben durch. Dann sind wir etwa dort, wo wir sind, wo wir hinwollen, oder? So, Schweiß nicht, möchte ich eigentlich sein lassen, weil das finde ich irgendwie noch geil. Jetzt können wir aber gerade weitermachen natürlich mit dem Teil da. Ich wollte ja jetzt Mittelloch, zu dem Mittelloch wollte ich 190. Jetzt hole ich ganz schnell einen Filzstift und einen Schluck Mathe-Tee. Ich mal grob, dass ich weiss, wo bin ich? Bin ich da oben? Das ist jetzt die Kurenlässe. So, also wir sind etwa da und etwa da. Eine Schräge. Oder Brille. Ja, nicht schlecht, ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir die 190. Gut, und mit dem warte ich jetzt natürlich noch mit dem Verschweissen. Zuerst das Gegenüber machen und dann kann ich es nämlich mal auf die Oberachse pressen. Und dann sehe ich genau unten, wo dass ich die muss. Muss ich die Innenbündig, Aussenbündig, mittig. Dasselbe noch einmal, aber Seitenverkehr. Das ist eine tolle Sache. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Wir haben ja dann hier unten die Achsaufnahme. Wenn das natürlich nur einen halben Millimeter schon so versetzt ist, dann ist das Rad nachher so drin, oder? Das heisst, ich presse jetzt die Achse mal hier ein. Dann haben wir doch schon mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Dann presse ich die Achse hier unten durch, verschweiße somit dann auch die Teile, weil dann weiss ich auch, wo die stehen müssen. Und dann, wenn das alles fix ist, die Gabel, dann kann ich die unten nachher miteinander kürzen und das Ganze dann noch so ausrichten. Begriffen? Jetzt muss ich überlegen, aufpassen jetzt. Ah, der Scheiß. Das ist ja so. Nein, das ist natürlich nicht so. Es ist ganz anders. Ich habe das letzte Mal schon 7 Mal die huren Dinger umgepresst, weil ich es nicht begriffen habe. Das Teil federt, ja. Jawohl. Ich habe nochmal 2 so Achsen. Da 140, 90. Weil man nehme die Achsen, die 2 Teile, man nehme zuerst noch den Entgrater. Das ist nämlich aus Erfahrung ein hässiger Sieg. Einfach, dass wir keine scharfen Kanten haben. So, dann gehen wir zu der Presse und drücken den mal da rein. Dann die andere Seite. Jetzt sieht man, das ist gar nicht so schlecht, wenn man von vorne schaut, weil wenn die da oben extrem gesagt so schräg wären, dann würde unten die ganze Gabel irgendwie kreuz und rübli schauen. Und ich finde jetzt das fürs erste Mal, finde ich das also wirklich top. Die Parallelität, da haben wir 98. Ja, das ist absolut, das ist auf den Millimeter. Was wolltest du noch sagen? So können wir natürlich noch richten. Da sieht man jetzt, das tut da jetzt noch ein bisschen eingampfen. Das heisst, der muss noch ein bisschen, oh, das ist zu viel gewesen. So, jetzt kommt der grosse Moment, oder? Jetzt haben wir ja die lange Achse, die 140er Achse. Und die 140er Achse, die ist ja dann da unten. Und ich sehe jetzt, dass ich da oben eine andere Achse drehe. Ich sehe, wir haben jetzt ja hier aussen haben wir nur 135. Wieso ist das so? Ja, da müssen wir ja nachher 2 mm Luft haben, Minimum, dass das da schön arbeiten kann. Deshalb ist die Achse so viel breiter. Jetzt tun wir die zuerst mal in die einpressen und dann sehen wir, wo wir etwas stehen. So parallel. Gut. So sieht doch das gar nicht so schlecht aus. Jetzt geben wir da mal ein kleines Pünktchen. Ganz ein kleines. Gut, also jetzt sind wir nach unten jetzt noch leicht zulaufend. Ich weiss wieso. Jetzt presse ich es da oben noch pro Seite je 1 mm rein.
Und dann macht nämlich die ganze Gabel unten so. Und dann stimmt dann das. Jetzt messen wir das wieder. Ich sage die 96,5, 97. Und das haben wir jetzt da unten aber auf den Arsch auch 96,5. 96,5, das ist abartig. Jetzt sind wir parallel, überall parallel. Ich gebe jetzt dann aber mal nur einen Punkt, weil ich bin mir überlegen, ob ich die soll am Kollegen... Nein, jetzt habe ich es schon wieder... Hätte sie nicht sollen bewegen. Hätte sie nicht sollen bewegen. Oh, schön. Nicht mehr anlangen. Punkte. Ein Pünktchen schiessen. So. Wenn man natürlich ankommt zum Schweissen, dann geht es ja nicht schlecht, oder? Das Problem ist nachher hier rein durch, oder? Da habe ich einfach zu wenig Erfahrung, darum bin ich mir überlegen, ob ich das dann einem Kollegen bringen soll. Aber die äußeren, die mache ich jetzt mal. Lassen wir das mal abkühlen. Das ist eine verdammt robuste Geschichte, das ist geil. In dieser Zeit gibt es nämlich noch etwas anderes zu tun. Da haben wir jetzt ja die schönen Knöchel. Das sind die Schwingenärmel. Und da kommen die Bronzebüchsen rein. Das gibt natürlich Bronzelager. Das ist nicht Stahl auf Stahl. Ein bisschen Oili. Jetzt tun wir das Ganze aber zuerst entgraten. So, wenn mir da natürlich mein alter Lehrmeister zuschauen würde, dann würde man links und rechts eins an die Nuss anhauen. Aber ich bin nun mal leider nicht ganz so gut ausgestattet. Das sind jetzt auch nicht, weiss ich was für Maschinenteile. Jetzt tun wir das mal schnell testen. Jetzt werden die Lagerbüchsen gepresst. Das sind nachher die dann drin mit der H7-Schraube laufen. Ein kleines Presssitzchen. So, zack, zack. Das ist absolut geil. So, jetzt geht noch mit den Passschrauben. Das sind die sogenannten Passschrauben da. Und dann haben wir da das Teil, das sich bewegen kann auf dieser Bronzebüchse, also auf dieser Passscheibe. Das ist eine leise Sache. Also, jetzt kommt eigentlich der wichtigste Part. Und zwar kommen jetzt die Achsaufnahmen. Jetzt muss ich die jetzt erst mal schön gerade kürzen. Macke-Schleife. Oh, Schutzbrille, oder? Die haben ja bemerkt, oder? Ich gebe mir richtig fest Mühe, um immer Schutzbrille anzulegen, weil man sagt, ich habe eine Vorbildfunktion. Nein, ihr habt ja schon recht. Auch ich arbeite noch an mir, in meinem hohen Alter. Klar, ich will jetzt so natürlich einen rechten Winkel. Was aber noch fast wichtiger ist, dass der Winkel stimmt. Jetzt sehen wir, und da läuft wie verrückt. Das heisst, ich muss diese Seite noch ein wenig kürzen. Ungefähr 3,8 mm. Ja. Das ist absolut in Ordnung. Nur eine Flatterscheibe habe ich da verwünscht. Muss noch tiefer rein. So. Nicht so viel Strom. Da sehe ich jetzt, dass das noch nicht ganz stimmt. Natürlich passe ich jetzt den Rand dementsprechend an. So. So. Perfekt. Nur nicht mehr zu fest schnaufen. Au. Ja, toll, du. Toll, du. Jetzt kommt dann natürlich wieder das Gleiche. Zusammenklopfen und noch so verschweissen. Oder sollen wir sie zuerst anheben? Wir heben sie zuerst an. Aha. Jetzt müssen wir die ganze Geschichte natürlich einmal montieren. Was natürlich auch noch ist die huren Federn. Die Federn, die habe ich natürlich extra anfertigen lassen aufs Gewicht und aufs Maß. Wie gesehen, die haben hier eine Aufnahme für auf die Achse drauf. Jetzt setzen wir das einmal zusammen, wie es muss sein.
Gut, Schwenkkopf, das läuft. Da haben wir ja einmal unten die langen und natürlich oben die kurzen. Das kommt da oben hin. Ja, das ziehen wir natürlich noch nicht an. Ah, schau jetzt da, genau. Die Schrauben, dass das natürlich ein bisschen schöner wirkt, habe ich mal eine zum Test abgedreht. So sind es vorher und das wird nachher. Weil das sieht natürlich einfach viel schöner und feiner aus. Ah, ich hure aus, siehst du? Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Ja, jetzt habe ich es natürlich mit dem Bauch vorne, aber das Ziel ist ja verkehrt. Es ist verkehrt, Sickli. Gut. Ja, es ist natürlich... Au! Finger verklemmt, nachher den Arm verbrannt. Tubel. Also, die Feder kommt hier rein, hier unten drauf. Wow! Ja, da muss ich dann noch ein bisschen kürzer, sehe ich gerade. Aber das ist die Arbeitsweise von dieser Gabel. Dann tun wir das Ganze natürlich gerade noch bohren. Das nimmt sich nicht wunder. Wow, das wird richtig geil. Also jetzt muss ich da hinten noch ein bisschen das Näschen kürzen. Jetzt aber, hä? Gut. So, Federli, Schraubelli. Ja, es ist wild. Yes! Springergabel. Nein, eben nicht. Webergabel. Handmade. Ich habe jetzt eine richtige Scheissfreude an diesem Ding. Ja. Jetzt müssen wir hier das Rädchen tun, aber zuerst muss ich jetzt das Ding mal abhauen. Ja, natürlich auch wieder so genau, dass der Scheiss da kann man ausschleifen. He? Wow! Da rein muss ich ein bisschen Platz machen, muss es ein bisschen besser verschleifen. Also, Schleifbub holen. Ja komm, willst du wirklich nicht da rein? Ja, nicht Hammer. So, fertig. Also, das wäre es gewesen. Die Gabel ist angepasst. Wow, schau mal, es ist schon zum Durchdrehen, nicht? Komm jetzt, oder? Nicht zu viel, Sink, nicht zu viel. Ja. Jetzt kommt es aber besser. He? Ja, den Deckel den muss noch ab. Unten ist es gut, können wir schön oben verschweissen. Wir können es unten verschweissen. Perfekt. Und dann, wow, ey, schau mal. Ich bin gerade froh, habe ich die Gabel jetzt aus 18 mm Stängeli genommen. Ich habe schon mal eine gemacht mit 16er Stängeli. Das war quasi die erste Kreation. Jetzt ist es mir einfach irgendwie ist mir das einfach ein bisschen zu fein gewesen. Ich weiss auch nicht, einfach so. Ist einfach ein bisschen schmächiger. Das sind 16er Röhrli und das sind 18er Röhrli, oder? Ich habe gedacht, nein, da machst du noch mal eine, oder? Weil da kommt dann natürlich Schutzblech und dann neue. Das ist natürlich optimal. Richtig geil. So, fertig geschnürt. So. Gut, ich muss aufpassen, sie federt ja dann eher noch ein bisschen ein. Da muss es eher höher sein. Jetzt lege ich da glaube ich gerade noch etwas drunter, zum Beispiel 1 Meter. Also gut, das ist jetzt die Neigung der Gabel, wie ich sie will. Ich muss noch 2 cm, aber genau in der Stellung wie sie ist, einfach noch 2 cm hindern. So, dann die andere Seite. Also, das Ganze hebt. Natürlich kann man auch nicht offroaden. Ich finde es rattenscharf. Der Winkel ist schon sehr steil nach vorne, aber finde ich eigentlich absolut okay. Richtig schön, hä? So. Wir haben hier die gleiche Höhe für die Optik. So, nicht mehr schnaufen. Ja, sehr schön mit der Gabel. Richtig geil. Ja, ich habe in dem Moment jetzt gerade eine Idee gehabt für die Lampe, weil
Das ist jetzt so das Nächste. Wir müssen eine Lampe, einen Lenker, einen Sattel, Fußraster und eine Fußbremse haben. Das sind so die nächsten Schritte. Da muss ich jetzt natürlich wieder anfangen zu zeichnen und vorbereiten. Ich finde gerade diese Partie da finde ich ein absoluter Traum. Wirklich schön, sehr mechanisch, filigran, bombastisch. Ihr seht, es bleibt spannend. Ein grosser Teil ist natürlich wieder gemacht. Die hure Gabel, die hat man schon noch ein bisschen Bauchweh gemacht, weil es ist halt wirklich einfach nicht ganz ohne. Jetzt bin ich richtig erleichtert, ich bin richtig froh, dass das so geil geworden ist. Es ist richtig herrlich, es ist richtig herrlich. Ja, siehst du. Ich würde sagen, bleibt dran. Wenn es euch gefällt, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr so über das Projekt denkt. Genießt die Zeit, bleibt weg und bis zum nächsten Mal. Scheiße. So ein geiler Hurenhobel. Scheiße. Der wird richtig lang. Jetzt ist er sicher 10 cm weiter vorne als vorher. Ja. Fast ein bisschen im Limit.